Hallo, willkommen auf meinem klimtastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute zeige ich euch ein Set von Lumibrix. Von der Old West Serie, das Old West Blacksmith mit der Setnummer L9089 mit 2042 Teilen. Das hier ist die Box. Schöne Box, schöner Hintergrund. Hier sieht man auch noch den Saloon. Hier das ist das Post Office. Also Anspielungen an andere Lumibrix Set oder Funhole Sets. An der Seite und hinten ist gar nichts, aber auf dieser Seite könnt ihr etwas hier vom Inneren sehen. Aber das zeigen wir ja später bei diesem Set. Die Bauanleitung. Wir haben zwei Bücher, zwei schöne Schinken. Wir haben eine Korrektur drinnen. Wäre gut, hätte ich mir markiert, wo das ist. Ach hier. So ein Zettel kommt dazu. Ich habe es gleich halt in die richtige Stelle getan, so dass ich nicht vergesse. Da haben sie halt eine Korrektur beim Bau gemacht. Sonst gar keine Probleme mit der Bauanleitung. Schöne große Schritte. Alles ist in Vollfarbe. Alte Bauschritte, ja, Vollfarbe, neue sind rot umrandet. Gut gemacht, wirklich gut. Die Bauanleitung hat insgesamt 330 Seiten, 532 Bauschritte. Es hat 11 Bauabschnitte, macht 8,34 Teile pro Bauschritt. Sonst, das Bild vorne ist das gleiche wie auf der Box. Das Set. Das ist das Set. Es ist im September 25 rausgekommen. Es hat 4 Minifiguren. Hier eine hat sogar einen Rock. Diese Kutsche kommt noch dazu. Das Set hat die Maße. Es hat eine Breite von 39 cm, eine Höhe von 24,5 cm und eine Tiefe von 21 cm. Die Kutsche, die hat eine Länge von 11 cm, nein, 15 cm, eine Breite von 5 cm und eine Höhe, halt kommt darauf an, wie ihr den Kopf vom Pferd tut, 4 bis 5 cm. Und kaputt gemacht. Die Kutsche ist auch sehr schlicht gebaut, aber ist halt eine Kutsche und es funktioniert. Das Set hat 37 Prints und 8 LEDs. Der Preis, ich habe es gleich beim Release gekauft, 114,62 $, umgerechnet macht das 98,27 €, macht 4,81 Cent pro Teil, aber der aktuelle Preis auf der Lumibrix Webseite ist 113 €. Macht 5,53 Cent pro Teil. Wie schon erwähnt, das Set hat 4,5 Stunden Bauzeit gebraucht. Und wenn wir schon bei der Bauzeit sind, kommen wir zu dem Speedbild und danach sehen wir uns wieder.
Ich hoffe, das Bildbild hat euch gefallen. Zeige ich euch erstmal bitte die Beleuchtung. Oh. Opa. Der war etwas hier. Machen wir hier noch das Licht aus. Ja. Eine schlichte Beleuchtung, was ich aber auch richtig gut finde für ein Old West Set. Ja. Hier sieht man auch die Schmiede drinnen, wie es da leuchtet. Aber das werde ich später mit dem Licht noch versuchen besser zu zeigen oder wenn ich es halt jetzt auseinanderbaue. So, jetzt waren die Minifiguren. Also, wie schon gesagt, 4 Stück. Seite, dann kann man es, glaube ich, besser sehen. So. Und hier. Alle sind von hinten bedruckt. Und ja, von vorne sind auch alle bedruckt. Keine Hosenbedruckungen. Aber hier schöner Hut. Er hat hier eine lustige Gesichtsbedruckung. Ich würde sagen, die arbeitet am härtesten. Schöne Lumi-Figuren. Wer die Rundungen mag, also ich mag die sehr. Aber so. Dann können wir das Set ein bisschen auseinandernehmen. Das da. Schön gebaut. Sehr stabil. Hier mit dem Rad. Alles, was ihr seht, sind Prints. Ich habe schon, glaube ich, in mehreren meiner Videos gesagt, ich mag die Dächer von Lumibrix, weil sie so stabil und einfach gebaut sind. Dann, wie ihr seht, hier kann man rein, hier kann man Tür öffnen, hier hat man schöne, hier hat man so schöne Prints. Ich zeige euch das auch gleich aus der Nähe. Das einzige hier, was ist so, das ist so ein bisschen wackelig. Das wäre cool, wenn es stabiler wäre. Und wenn diese Flaggenprint wäre auch cool, wenn es von beiden Seiten wäre. Aber das ist jetzt keine Kritik, ich fände es halt nur noch cooler. Dann kann man hier hochklettern. Hier sieht man noch ein bisschen hier vom Kabel. Hier sind die Kabel verlegt und die Batteriebox. Dieses Fass finde ich hier sehr lustig. Hat sehr Spaß gemacht, das zu bauen. Und man kann das hier komplett öffnen. Und erstmal hier die ganzen Prints, hier Werkzeug. Im Original Bauanleitung steht dieser Hammer hier. Zeige ich euch auch gleich, warum ich das zeige. Aber vorerst dann ein bisschen hier von drinnen. Und der Beobachter, der sehr aufpasst, hier, guck, da haben wir noch einen Torso, halt Oberteil. Ja, da rein. Hinten sind so Schüsseln und dann ist quasi auch hier die Beleuchtung. Also von der Schmiede ist dann auch hier noch so beleuchtet zum Kamin. Da haben wir ein Geweih. Dann hier oben gibt ja den Bett mit schönen Bildern. Dieses Bücherregal ist lustig. Ich versuche es mal so auseinanderzunehmen, weil man hat es zusammengebaut. Ne, geht nicht. Das war nicht lustig. Man hat diese Bücher drinnen zusammengebaut, reingelegt und dann die Gläser drauf. Fand ich toll. Hier haben wir einen Brief und ist das jetzt hier Tinte oder ein Johnny Walker Blue Label? Weiß ich nicht. Ein schöner Hut hier noch. Und dann unten Schreibtisch, Pistole, ein Fass, 2 Sitzer und so. Ja. Und dann kann man das zumachen. So. Jetzt kommen wir zu diesem Hammer. Und diese Flasche muss man beachten. Wenn man das zumacht, seht ihr das? Quasi bleibt ein Spalt. Meine Güte, tut man den Hammer hier auf die, sonst würde der hier, dieses Cyclem leer bleiben und dann geht's. Was noch sein kann, das hier sollte so stehen. Ja? Und wenn man das zumacht, auch ganz kleiner Spalt bleibt über,
weil das dann gegen diese Ecke hier stoßt. Man drückt es hier so ein bisschen auf die Seite und schon schließt es schön. Warum ich das gezeigt habe, weil ich bei einem YouTuber gesehen habe, dass er das bemängelt hat. Und ich finde, das ist echt übertrieben, wenn man das so leicht umbauen kann, dass man diese Mängel nicht mehr hat. Dann die Schmiede. Hier, diese Dächer auch. Super einfach gebaut, nimmt man sie runter. Tun wir diesen Baum weg, dass er nicht stört. Und das Grünzeug hier. Und dann kann man hier von der Seite reinsehen. Dann kann man auch von hier. Ach guck, das ist mir abgefallen. Das ist auch so gebaut, dass man das einfach hier reinstecken kann. Jo. Und dann kann man es halt auch wegnehmen, dass man dann auch reinschauen kann. Und ja, der Seite sieht man auch nicht viel. So, vielleicht ein bisschen besser. Aber ich werde jetzt tatsächlich ein bisschen mehr auseinanderbauen. So. Weil ich das echt finde, das muss man sehen. Schaut euch hier das an. Wie viele Details hier sind. Fässer, Baumstämme. Das alles hier. Das Prinz. Das ist quasi. Wie kann ich das zeigen? Das hier ist quasi dieses Gerät, mit dem man die Luft in die Kohle tut. Hier ist ja auch eine Tür. Das könnte quasi für das Wasser sein, fürs Pferd. Ja, und schöner Kamin gebaut. Der Bau hat mega viel Spaß gemacht. Steinequalität, Gobrix, also gar keine Probleme. Die Kabelverlegung, super toll. Also wer noch kein Lumibrix gebaut hat und Angst hat vor Kabelverlegungen und so, versucht es mal mit einem kleineren Set, aber es ist wirklich dermaßen einfach in den Bauanleitungen dargestellt, da hat man gar keine Probleme. Und hier tun wir wieder das Dach drauf. So. Der Baum war, glaube ich, hier. Ne, wieder hier, egal. Den tun wir wieder hierher. So. Kleine Kutsche. Hier das Pferd. Schön bedruckt. Ja, ein bisschen Werkzeug. Auf jeden Fall, alles, was eine Schmiede braucht, ist dabei. Jetzt habe ich das hier abgerissen. Ja. Ja, ein schönes Set, was in die Westernreihe super reinpasst. Mir hat es sehr gefallen, muss ich sagen, aber ich mag halt auch Western. Und das hier, das alles bedruckt ist, finde ich super. Das sind die Ersatzteile. Ja, klassische so 1x1 Teile oder so. Nichts Großartiges. Viele Noppen zum Bespielen. Andererseits ist es ja auch von innen gefliest. Wie immer halt diese Modularität, die mag ich halt. Das ist wie beim Saloon, so doppelt geöffnet und dann quasi so, wie, ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist so nur halb zweiter Stock. Aber egal. Also ich mag halt die Optik sehr. Da oben kann man schlafen, Schreibtisch, Hüte, Pistolen. Wird super in meine Westernstadt reinpassen. Ich werde das noch auf eine Millsplate tun und wird super. Also von mir eine klare Empfehlung. Wenn ihr es kaufen möchtet, geht über die Lumibrix Webseite. Ich werde es verlinken. Unter meinen Affiliate-Link kriegt ihr auch noch 10% Rabatt mit dem Code Klemmtastisch. Ihr könnt mich damit auch natürlich unterstützen. Und falls euch mein Content gefällt, liked das Video, teilt das Video, abonniert mich. Ich würde sagen, ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.